So, in dem Video schauen wir uns den Chain Guard mal genauer an. Für was ist der Chain Guard gut und wie können wir den Chain Guard demontieren, falls wir mal das Hinterrad ausbauen müssen, um den Schlauch zu tauschen, falls wir einen Platten haben. Welchen Sinn erfüllt dieser Chain Guard? Einmal schützt er einfach die Hose vor Schmutz und Dreck. Das heißt, wenn wir hier drehen, wir können nirgendwo uns einsauen. Und der zweite wichtige Aspekt ist auch, wenn das Antriebssystem in Bewegung ist, wir haben keine Möglichkeit, uns irgendwie den Finger hier drin einzuquetschen, weil das gesamte System geschlossen ist. Hier. Wir haben keine Möglichkeit. So, und wie wir das Ganze ausbauen, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Als allererstes stellen wir uns das Fahrrad einmal auf den Kopf, damit wir einfach einen schöneren Stand haben, das Rad uns nicht umfällt und wir sicher dran arbeiten können. So, wie ist unser Chain Guard aufgebaut? Wir haben einmal diese Clips, die hier außen um die Kette laufen, und dann gibt es noch zwei innere Teile. Einmal den vorderen und einmal den hinteren. Um das Ganze auszubauen, müssen wir als allererstes den hinteren Teil entfernen. Das machen wir, indem wir den einfach von der Schiene, auf der er sitzt, so hochschieben. So. Jetzt haben wir den hinteren Teil schon entfernt und jetzt geht's an den vorderen. Wenn du nur das Hinterrad ausbauen möchtest, kannst du den vorderen Teil eingebaut lassen. Ich zeige dir aber dennoch, wie wir das Teil ausbauen können. Der vordere ist in die Plastikclips, die um die Kette laufen, eingeklickt. Den kriegen wir am besten raus, indem wir den einfach so nach hinten drücken. Das geht immer sehr, sehr gut. Es ist am Anfang ein bisschen tricky, den rauszunehmen. Und die vordere Seite ist auch raus. Als nächstes hängen wir die Bremse aus. Das machen wir hier unten. Wir ziehen einmal die Staubkappe runter, drücken die Bremsarme zusammen und können so sehr, sehr einfach die Bremse aushängen. Nehmen uns dann unseren 5er Imbus zur Hand, lösen die beiden Achsschrauben. Einmal die rechte und dann die linke. Und schon haben wir das Hinterrad ausgebaut und können unseren Schlauch tauschen. Wir haben jetzt unseren Schlauch getauscht, bauen das Hinterrad jetzt wieder ein. Das heißt, wir spielen das ganze Spiel, was wir eben gespielt haben, jetzt nochmal von hinten nach vorne. Als allererstes setzen wir das Rad ein. Wichtig ist, dass wir das Rad mittig im Hinterbau justieren. Um die Kette zu spannen, ziehen wir das Hinterrad ein Stück zurück. Wir machen jetzt die andere Seite. Ich kann jetzt hier mal kontrollieren. Ist in Ordnung. Dann gehen wir her, bauen zuerst den vorderen Teil vom Hebi wieder ein. Dafür geht es am besten, wenn wir den hier zwischen so reinschieben. Oben und unten. So, vorderen Teil eingebaut. Jetzt den hinteren, den stecken wir über die Schiene, die uns der vordere Teil bietet. Schieben das Ganze ein. Wichtig ist hier, dass wir gucken, dass die inneren Teile wirklich am Kettenblatt und am Ritzel aufliegen, sodass sie nicht während der Fahrt hin und her rutschen. Das kann ein blödes Klackern verursachen. So, hier haben wir jetzt einen Hebi, der wesentlich zu locker eingestellt ist. Das sehen wir auch, wenn wir jetzt hier das Mittelteil mal bewegen. Das Kettenblatt und das Ritzel liegt frei. Das wollen wir nicht, sprich, wir müssen ihn wieder richtig einstellen und das gehen wir jetzt mal an. Wir dürfen danach aber nicht vergessen, den hinteren Teil auch in die Kettenclips mit einzuklicken. Das ist recht einfach.
Hierfür drücken wir das Teil einfach mit 2 Fingern in die Clips ein. So, jetzt haben wir das Ganze wieder eingebaut. Wichtig ist, dass wir auch nicht zu fest sitzen. Minimal sollte er sich schon noch bewegen, aber nicht so, dass wir jetzt hier mehrere Zentimeter Spiel haben. Das ist okay, so kann er schön mitlaufen. Wir können es auch mal testen, indem wir jetzt hier kurbeln. Das sieht sehr, sehr gut aus. Perfekt. So, den Schlauch getauscht. Dann hängt ihr noch die Bremse ein, wenn ihr das Rad wieder richtig rumstellt, weil wir hier einfach besser drankommen. Wichtig, wir stecken die Staubkappe drüber und los geht's. Ihr könnt wieder losradeln.